Die Wichtelmänner. Erstes Märchen. Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm schlussendlich nicht mehr übrig blieb als Leder für ein einziges Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die er am nächsten Morgen in Arbeit nehmen wollte. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit niedersetzen wollte, standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er wunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war. Gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein. Und weil diesem die Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür. Und der Schuster konnte von dem Geld Leder für 2 Paar Schuhe erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte am nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen. Aber er brauchte das gar nicht, denn als er aufstand, waren die 2 Paar Schuhe schon fertig. Es blieben auch die Käufer nicht aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder für 4 Paar Schuhe einkaufen konnte. Er fand frühmorgens auch die 4 Paar fertig. Und so ging's immer fort, was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. So hatte er bald wieder ein ehrliches Auskommen und wurde endlich ein wohlhabender Mann. Nun geschah es eines Abends nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor dem Schlafengehen zu seiner Frau sprach. Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solch hilfreiche Hand leistet? Die Frau war einverstanden und zündete ein Licht an. Daraufhin versteckten sie sich in einer Stubenecke hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, tauchten auf einmal 2 kleine, niedliche, nackte Männlein auf, setzten sich vor den Tisch des Schusters, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so geschickt und schnell zu stechen, zu nähen und zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tisch stand. Dann sprangen sie schnell fort. Am nächsten Morgen sprach die Frau: Die kleinen Männer haben uns reich gemacht, wir müssen uns doch dankbar dafür zeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen. Auch jedem ein Paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein Paar Schuhlein dazu. Der Mann sprach: Damit bin ich sehr wohl einverstanden. Abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, wunderten sie sich erst. Dann aber zeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider an den Leib und sangen. Sind wir nicht Knaben glatt und fein, was sollen wir länger Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke und tanzten auf diese Weise zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm.